war zuerst allein in der ewigen Stadt, um Italienisch zu lernen, während Erik in Oslo etwas fertig schrieb und sich nach der Stadt seiner Jugend sehnte. Und nach dir. Und nach all dem, was man so in Rom erleben kann. Nach der Kunst, den Kirchen, der Architektur, die Geschichte und dem Essen. In der kleinen Gasse Vicolo del Buon Consiglio, unweit von Kolosseum, wo die Wohnung im obersten Stock den römischen Himmel fast berührte, lag auf Straßenebene im selben Haus ein kleines Restaurant. Keine Trattoria, ein bisschen erhabener, mit weißen Tischtuchen. Nicht hochnäsig, sondern gut bürgerlich, solid. Vor allem mit einem ganz hervorragenden Koch. Das entdeckte ich schon am allerersten Tag. Nennen wir ihn Mario. Der war wirklich einzigartig. Eine Sonderbegabung. Groß und weißhaarig. Schon in den 70ern stand er 6 Tage der Woche von Morgen bis Abend in der kleinen Küche, in der kleinen heißen Küche und kochte für die begeisterten Gäste. Alles, was auf den Tisch kam, war einzigartig gut. Obwohl das Menü ganz normal römisch war, mit denselben Gerichten, die man überall sonst bekam. Aber er hatte einen magischen Touch. Schon am allerersten Tag entdeckte ich seine Ravioli al Pomodoro. Ravioli mit Tomatensauce. Das klingt ja nicht nach viel. Aber die waren in der ganzen Stadt berühmt. Ohnegleichen. Wie kann man sie beschreiben? Glatt wie Seide, vollkommen sanft und doch nicht überkocht, mit einer reichen, luftigen Füllung aus Ricotta und Kräutern. Und die Soße. Die Soße war, wie alles, was er berührte, irgendwie leicht. Leicht und reich. Diese luftige Leichte war überhaupt sein kulinarischer Stil, von den hauchdünnen Vorspeisen bis zum Tiramisu, das fast von selbst in den Mund schwebte. Besser hätte ich nicht in die Cucina Romana eintreten können, als unter der fürsorglichen Obhut Marios. Da das Restaurant ja im selben Haus lag, ging ich jeden Tag hin, zum Mittagessen und Abendessen. Fast jedes Mal bestellte ich die Ravioli. Bald wurden die Portionen größer und die Rechnungen kleiner. Eines Tages kam der Mario zu mir und fragte besorgt, ob ich nicht denn immer Hunger hatte und ob ich denn überhaupt nicht kochen konnte. In dem Fall, sagte er, würde er es mir gerne beibringen. Ungefähr an diesem Punkt kam ich in Rom an und durfte selbst kosten, dass Erikas ekstatische Schilderungen nicht übertrieben waren. Bald gingen wir beide jeden Tag hin, die Treppe runter und dann saßen wir schon zu Tisch. Eines Abends fragte ich Mario, wie er Koch geworden war. Seine Geschichte war eigentlich nicht sehr erbaulich. Mit 12 hatte er als Küchenjunge angefangen, Schulausbildung hatte er also kaum. Dann ist er zur See gegangen als Kochlehrling und später folgte Restaurant nach Restaurant. Schon in den 20ern war er sehr alkoholisiert geworden. Am schlimmsten trank er wohl ein paar Flaschen Whisky am Tag. Er rauchte 80 bis 100 Zigaretten und wurde sehr dick und schwer. Und krank. Sehr krank. Diabetes, Blutdruck, Emphysem, Herzprobleme. Nur seine Frau, von der er bewundernd und liebend sprach und zu der er jeden Abend nach einem langen Arbeitstag in seinem kleinen blauen Fiat zurückkehrte, hat ihn gerettet. Sie und mehrere Bypass-Operationen. Wir konnten sehen, dass Mario kein gesunder Mann war. Dick, blass, kalt schwitzend und müde. Jetzt weder trank, noch rauchte er. Er kochte, aber immer noch. Come fa il sugo al pomodoro? Wollte ich wissen. Wie machen Sie Ihre Tomatensauce? Was ist das Geheimnis? Da ist kein Geheimnis, antwortete er. Öl, Zwiebeln und natürlich Tomaten. Viele Tomaten. Salz und Pfeffer. Eine Prise Zucker. Und dann? Das ist alles. Es muss doch etwas mehr sein. Ein wenig Aufmerksamkeit, vielleicht.
Aber habt ihr noch Hunger? Wollt ihr vielleicht ein bisschen mehr? Das wollten wir selbstverständlich. Jeden Abend, nachdem wir die täglichen Abenteuer in Rom hinter uns gebracht hatten, landeten wir bei ihm. Rechnungen gab es kaum mehr. Wir aßen seine Ravioli und vieles anderes. Ab und zu kam er vorbei und betrachtete uns müde, sanft lächelnd, als wir aßen. Er war immer sehr zufrieden, wenn wir viel aßen. Er war wohl sehr krank. Als wir ein paar Jahre später zurückkehrten, war das Restaurant ganz entstellt. Keine weißen Tischtücher mehr, modernes Interieur, scheußliche Gasfackeln vor der Tür und kein Mario. Aber damals, in jenem schönen Herbst, ging er noch herum, von Tisch zu Tisch und betrachtete mit gelindem Blick wie die Gäste seine kleinen Meisterwerke aßen. Umgeben von Karaffen mit Wein und Flaschen mit Spiritus, von den Zigarettenschachteln der Gäste und seinen eigenen Desserts, war er vielleicht ein Mann unter Druck. Aber niemals sah er versucht aus. Er war mild und ruhig. Er hatte Kontrolle. Er war wie Tanja Blixens Babette, ein großer Künstler, dessen Werk eine Ebene von kontrollierter Vollkommenheit erlangt hatte. Ich vermisse immer noch seine Ravioli. Jeden Abend, bevor er sich in sein Fiat setzte, um nach Hause zu seiner Frau zu fahren, saß er einige Minuten lang auf einem Stuhl vor dem Lokal, schwer, groß, zusammengesunken, müde. Ich dachte, zufrieden. Eines Abends sah ich ihn so sitzen, mit der befleckten Schürze noch an. Er sah vor sich hin, ganz erschöpft, fast ganz lethargisch von seinen Leistungen an dem langen Tag, von den hunderten gefüllten Tellern. Er hat mich nicht bemerkt. Ich wollte ihn nicht stören. Da kam plötzlich aus dem Dunkel eine Straßenkatze und schlich sich an ihn heran. Mario roch wohl nach Essen. Sie schmiegte sich dicht und einschmeichelnd an seinem Bein, miaute. Mario wurde aus seiner Lethargie gerissen, guckte die Katze liebevoll an, streichelte sie. »Mischu, Mischu«, sagte er. Die Katze schnurrte zufrieden. Und dann sagte er mit leiser Stimme, er, der den ganzen Tag hindurch in seiner qualmenden Küche gestanden hatte und der Hunderte von Menschen schon gesättigt hatte: »Hai fame.« Hast du Hunger?